ist eine Antwort. Ich werde nicht mit dir kommen. Ich werde bei Lars bleiben. Also ich freue mich. Bis dann. Bis dann. Fritsche, Sie haben Wachdienst. Brauchen Sie vielleicht eine Extra-Einladung? Wieso? Steht der Feind schon vor der Tür? Stillgestanden. Ihr Urlaub ist gestrichen. Ich hab dich in der Hand, das weißt du. Also tu was! Du, ich kann doch Felix nicht befehlen, dass er nett zu dir ist. Lass dir was einfallen. Sonst hetzt sich die Presse auf Marie. Deine Freundin betrügt dich mit einem anderen Mann. Du bist so widerlich. In genau diesem Augenblick schläft Hannah mit David McNeil. Hannah und David McNeil. Das soll ja wohl ein Witz sein. Wenn du darüber lachen kannst, dass deine Freundin die Hörner aufsetzt. Dann verrat mir doch mal, woher du das wissen willst. Ich habe sie überwachen lassen. Überwachen. Du bist ja verrückt. Sei doch froh. Jetzt weißt du wenigstens, woran du bei ihr bist. Das ist wirklich unglaublich. Meinst du im Ernst, ich nehme dir diesen Unsinn ab? Hast du mal was zu schreiben? Bitte? Danke. Also, das ist die Adresse. Und wenn du dich beeilst, dann kannst du den beiden vielleicht noch die Zigarette danach anzünden. Frau Jones, Ihr Tisch ist jetzt... Vergeben Sie ihn anderweitig, ja? Bleib doch noch. Nein, es geht nicht. Du kannst jetzt nicht einfach gehen. Es ist vorbei, Fabian. Und neulich, als wir im Wald zusammen waren, da waren wir uns so nah. Das hast du doch genauso empfunden, oder nicht? Ja, schon, aber ich... Dann fandst du es also auch schön. Warum willst du denn jetzt plötzlich verschwinden? Ich habe mich geirrt. Unsere Liebe ist schon lange vorbei. Aber du bist immer noch meine Frau. Was hat das denn jetzt noch für eine Bedeutung? Hm? Wir haben geschworen, immer füreinander da zu sein, uns zu lieben. Und das gilt für mich heute genauso wie am ersten Tag. Aber du bist damals gegangen. Und heute gehe ich. Komm mit mir mit, Hannah. Bitte. Und ich verspreche, es wird alles so genauso, wie es war. Das ist eine Illusion und das weißt du auch. Hannah. Das kannst du nicht machen. Nimm ihn bitte. Bitte. Ich hab dich in meinem Herzen. Danke, James, wenn Sie jetzt noch die Kassette einlegen könnten. Womit soll man anfangen? Hauptsache, es geht jetzt los. Es ist mir ziemlich egal. Tja, dann lass dich überraschen. Muss das jetzt sein? Mach's aber nicht zu lang, okay? Ich doch nicht. Hallo, wer stört? Ich bin's nochmal. Ist Jana da? Einen Moment. Jana, dein Typ wird verlangt. Quatsch aber nicht so lang, okay? Hallo? Ich bin's, Andi. Cool, dass du noch mal anrufst. Was machst du denn gerade? Das Übliche. Rumgammeln. Naja, bald hast du ja deine Auszeit. Deswegen rufe ich an. Die Säcke haben meinen Urlaub gestrichen. Was? Wieso denn? Um mir eins reinzuwirken. Aber der Urlaub war doch genehmigt. Ich meine, die können das doch nicht so einfach machen. Tja, so läuft das hier eben. Immer Druck und Schikane. Und wenn du was sagst, gibt es noch mehr Stress. Ich habe mich schon so gefreut. Also für dich natürlich. Tja, ich muss dann mal wieder. Grüße alle von mir, ja? Ciao. Ciao. Haben die seinen Urlaub gestrichen, oder was? Ja, krass. Kann man wohl nichts machen.
Nö, ja, dann lass uns mal anfangen, ne? Ja, mach das mal. Ich muss noch was erledigen. Ja, was soll das denn jetzt? Beatrice, sag mal, hast du die Akte... Martin! Sag mal, kannst du nicht anklopfen? Entschuldige, ich konnte ja nicht ahnen, dass du da... Dass ihr... Hätten wir dir Bescheid sagen sollen? Was willst du denn überhaupt? Die Akte, Kerner! Jetzt? Vergiss es! Er hat wirklich ein Talent für das perfekte Timing. Das ist eine Unverschämtheit, hier einfach so reinzuplatzen. Dann unter so einem blöden Vorwand. Ja, vielleicht hat er die Akte ja wirklich gesucht. Er hat doch nichts mehr als seine Arbeit. Muss man sich jetzt schon in seinem eigenen Haus einschließen? Komm, jetzt ärger dich nicht. Das ist er doch nun wirklich nicht wert. Na bitte. Nachträgliche Verweigerung. Der Wehrpflichtige kann auch dann noch den Wehrdienst verweigern, wenn er bereits mit der Ableistung des Grundwehrdienstes begonnen hat. Sag mal, was machst du da die ganze Zeit? Wieso? Ich bin doch schon fertig. Schon? Du hast den ganzen Film verpasst. Wie wär's, wenn du mal fragst? Willst du dich jetzt schon wieder einmischen? Er hat dort keinen Computer. Ach so, du sollst das für ihn machen. Nein, aber ein paar Ideen können doch nicht schaden. Hast du es immer noch nicht geschnallt? Er fand deine letzte Aktion doch schon scheiße. Ja, aber ich hatte auch nicht vor, noch mal in die Kaserne zu fahren. Sondern? Ich schicke das mit der Post und dann hat er es morgen. Wenn du willst, kann ich sie Beatrice zurückbringen. Dann musst du das nicht tun. Sonst störst du nur wieder. Spar dir deine Anzüglichkeiten. Sie schläft gerade. Sie ist danach immer todmüde. Naja, das kennst du wahrscheinlich nicht bei ihr. Kopf hoch. So ist das nun mal, wenn man älter wird. Deine Finger weg! Du wirst mich hier schön weiter erdulden müssen. Oder soll alle Welt erfahren, was mit Marie ist? Kannst du mir mal eines sagen? Was ist passiert, dass du so ein Widerling geworden bist? Es hinterlässt eben Spuren, wenn man flüchten muss. Nur weil der eigene Bruder einen ins Gefängnis bringen will. Und im Ausland begegnet man vielen bösen Menschen. Denk mal darüber nach. Wenn du heute allein in dein kaltes Bettchen gehst. Deine Freundin betrügt dich mit einem anderen Mann. Ich kann morgen nicht. Mir ist was dazwischen gekommen. Wenn deine Freundin dich braucht, musst du natürlich zu mir. Ich rufe dich an, ja? In genau diesem Augenblick schläft Hannah mit David McNeil. Hallo, Hannah. Hallo Lars. Schön, deine Stimme zu hören. Und? Wie ist es so bei Marion? Geht's ihr wieder besser? Ich bin gar nicht bei ihr. Ach, Ja, ich bin nicht gefahren. Um ehrlich zu sein, ich habe dich ganz schön vermisst. du bist zu Hause? Ganz alleine. Hast du Lust, zu mir zu kommen? Ich würde dich so gern sehen. Ja klar, ich bin gleich bei dir. Ciao. Angelo, zahlen. Danke. Jana Brandner? Hi, ich bin's. Hi. Schon so früh? Hast du gar keinen Dienst? Nee, ist gerade Rauchpause. Du, sag mal,
Da wurde gerade was für mich beim GVD abgegeben. Echt? Was denn? Ein ziemlich dicker Brief mit jeder Menge Info, wie man nachträglich verweigert. Und, interessiert's dich? Das kann man so sagen, ja. Ich frage mich nur, wer mir das geschickt haben könnte. Kein Absender. Nee. Ich habe da aber so einen klitzekleinen Verdacht. Sag mal, wie bist du an das ganze Zeug rangekommen? Das muss ja ewig gedauert haben, das zu besorgen. Ah, nee, ich wollte mich da nicht einmischen oder so. Du meinst schon, dass ich noch verweigern sollte? Das musst du wissen. Ja, bloß der Ersatzdienst, der dauert ja noch länger. Und eigentlich wollte ich mich ja so schnell wie möglich meiner Panamerikaner widmen. Naja, du hattest die Schnauze voll vom Bund. Überlegst dir einfach. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und Jana, du bist echt super. Ciao. Tschüss. Schön, dass du gestern so schnell da warst. Ja, ich bin auch froh, dass du nicht zum Marion gefahren bist. Was hat sie dann eigentlich dazu gesagt? Naja, sie war enttäuscht. Ich hole das irgendwann nach. Ich hatte gestern übrigens das Vergnügen mit Silvia. Sie ist zurzeit wieder auf dem Kriegspfad. Sie will uns wieder mal auseinanderbringen. Mit einer ganz üblen Behauptung. Wieso? Was meinte sie? Das ist so bescheuert, das kann man gar nicht erzählen. Sie meinte, du hättest irgendwas mit diesem David McNeil. Ich habe ihr natürlich nicht geglaubt. Sie hat mir sogar eine Adresse gegeben, wo ihr euch angeblich getroffen habt. Ein Hausboot. Warum nicht gleich ein Baumhaus? Ja, genau. Tja, sie kann es eben nicht lassen. Herr Klaassen, ich brauche so schnell wie möglich Beweise für die Affäre. Ja, rufen Sie mich an, sobald Sie die Mailbox abgehört haben. Auf Wiederhören. Martin, so früh? Darf ich reinkommen? Ja. Ist aber nicht gut aus heute Morgen. Danke dir. Ich hatte auch keine angenehme Nacht. Kennst du das, wenn man vor Wut nicht schlafen kann? Aber sicher, wir zwei waren mal verheiratet. Magst du Kaffee? Danke. Ach, das mit Bernd, das kann nicht so weitergehen. Das muss ein Ende haben. Ist das mein Problem? Er will Maries Krankheit öffentlich machen. Das kann dir doch auch nicht recht sein. Wir müssen gemeinsam gegen ihn irgendetwas unternehmen. Zuerst wäre ja mal ganz interessant zu erfahren, auf was Bernd eigentlich abzielt. Er macht sich nach allen Regeln der Kunst bei dir breit. Du kannst ihn nicht rausschmeißen, weil er dich in der Hand hat. So weit war ich auch schon. Ich analysiere bloß die Lage. Braucht ja Geld. Ganz sicher. Aber viel wird er von Beatrice nicht bekommen. Er kommt nicht an ihr Konto ran und sie wird ihn wohl kaum aushalten. Bist du da sicher? Wenn er größere Beträge bräuchte, könnte er mich direkt erpressen. Das Druckmittel hat er. Aber er tut das nicht. Warum sind wir eigentlich aufgestanden? Weil ich einen Termin habe. Den kann man doch bestimmt verschieben. Leider nein. Wenn ich bei dem Meeting nicht dabei bin, dann reißt Martin wieder alles an sich. Kann er das denn? In deiner Firma? Martin gehören 49%. Das heißt, er hat beinahe so viel zu sagen wie ich. Obwohl ihr getrennt seid? Bleibt Martin Geschäftsführer. Ja, ich wollte nicht, dass mit unserer Ehe auch die Firma kaputt geht. Da habe ich mich für diese Lösung entschieden. Ich kann dich also gar nicht überreden, noch ein bisschen bei mir zu bleiben? Nein, ich will ihm nicht das Feld überlassen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Mann, Jana! Was ist denn? Du hast gewonnen. Was regst du dich denn so auf? Ja, so macht es aber keinen Spaß. Wenn du dich überhaupt nicht anstrengst. Tu ich doch. Ja, während du darüber nachdenkst, Andi eine Zivildienststelle zu besorgen. Nico, jetzt spinn nicht rum. Ach nein? Und wieso schickst du ihm dann 1 Kilo Papier in die Kaserne? Er hat sich sofort bei mir gemeldet, als das Paket angekommen ist. Und? Will er jetzt verweigern? Weiß er noch nicht, aber er überlegt sich's.
Und Klein Jana macht sich überhaupt gar keine Hoffnung, sein Herz zu erobern. Was ist? Zocken wir jetzt noch eine Runde? Please start new game. Was ist? Ich habe keine Lust aufs Büro. Ich kann mir schon vorstellen, worauf du Lust hast. Ich fürchte nur, das geht nicht. Bekomme ich einen Kuss? Nö. Bitte. Heute ist also wieder Lars dran. Lass uns in Ruhe, ja? Oder ist das so eine Art Ménage à trois? Auch eine Variante. Ich habe schon gehört, was du in die Welt gesetzt hast. Leider glaubt dir kein Mensch. Was mich erstaunt. Lars scheint dir blind zu vertrauen. Du tust mir fast ein bisschen leid. Sieh es endlich ein. Du kannst uns nicht auseinanderbringen. Nein, ich bewundere nur deine Großzügigkeit. Aber wenn du nichts dagegen hast, dass sie was mit David McNeil hat, dann... Ich habe nichts mit diesem Mann. Einem Hausboot. Das ist mal was ganz anderes. Es reicht, Silvia. Schau dir das Liebesnest doch einfach mal an. Zum letzten Mal. Hör endlich auf mit deinen Verleumdungen. Sonst bekommst du ernsthaft Ärger. Willst Beweise? Er ist eben Anwalt durch und durch. Die kannst du haben, mein Lieber. Gar kein Problem. Verschwinde von hier. Aber ganz schnell. Bin schon weg. Vor Gericht habe ich ja schon viel erlebt. Aber die toppt wirklich alles. Jetzt wird aber Zeit. Die Konferenz. Du findest alleine raus? Sicher. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Ich küsse dich. Ich bitte darum. Doch nicht hier. Bis später. Viel Erfolg. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Deshalb kann ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, den Wehrdienst weiterhin abzuleisten. Achtung! Wären wir dann auch soweit? Wie sehen Sie denn wieder aus, Fritsch? Stellen Sie einen ordentlichen Anzug her, na los! Ja, die Schnürsenkel nicht vergessen! Ja. Ich will eine korrekte Meldung hören. Hab ich was von Rühren gesagt? Soldat Fritsche meldet, Anzug wiederhergestellt, Herr Hauptfeldwebel. Na wunderbar. Dann können wir jetzt mit der Sportausbildung beginnen. Und nicht Liegestütze. Ausführung, Herr Fritsche! Zum letzten Mal. Verlass auf der Stelle mein Büro. Martin, jetzt sei doch nicht so ungastlich. Raus! Ich sitze aber gerade so bequem.
Lass mich doch noch einige Minuten genießen. Gut. Dann lass ich dich von der Security abholen. Mach doch. Dann rufe ich bei der Zeitung an. Das hat Marie dann alles dir zu verdanken. Überspann den Bogen nicht. Lass dich nicht so auf. Reicht es dir nicht, dass du dich bei mir zu Hause bereit gemacht hast? Und in deinem Bett schlafe? Mit deiner Frau? Tja, eigentlich müsste mir das reichen. Also, bitte, dann geh nach Haus und warte da auf Beatrice. Ich habe hier zu tun. Nein, das passt nicht zu meiner Vision. Denn da sitze ich hier, in diesem Büro, auf deinem Platz. Und dann wäre auch schon alles komplett. Dein Haus, deine Frau und deine Firma. Hanna, schön, dass du vorbeigekommen bist. Hast du dir anders überlegt? Nein, ich muss dich warnen. Wieso, was ist denn passiert? Setz dich doch erstmal. Deine Tarnung ist in Gefahr. Silvia weiß von unserem Treffen am Hausboot. Ich verstehe nicht. Hat sie dir das gesagt? Nein, sie hat Lars erzählt, dass wir eine Affäre haben und sie hat ihm die Adresse von dem Hausboot gegeben. Dann hat sie uns verfolgt. Ja, natürlich, sie lässt uns überwachen. Fabian, wir sind zu nachlässig geworden. Jetzt hat Lars ihr zum Glück nicht geglaubt, aber wenn sie so weitermacht, die lässt nicht einfach locker. Weiß sie sonst noch was über uns? Ich weiß es nicht, aber wenn sie uns überwachen lässt, dann kriegt sie alles raus. Nein, das geht nicht. Europol hat meine Identität perfekt konstruiert. Ja, weil sie davon ausgegangen sind, dass du dich von mir fernhältst. Deswegen bin ich doch auch vorsichtig. Na komm, von der Überwachung hast du auch nichts spitz gekriegt. Trotzdem. Für Silvia ist es vielleicht nur eine Affäre. Ich meine, okay, es ist ärgerlich, aber es ist nicht gefährlich. Das kann es aber werden, wenn sie die Wahrheit über dich erfährt. Fabian, deswegen dürfen wir uns ab sofort nicht mehr zusammen sehen lassen. Herr Glasner, endlich. Und, haben Sie die Beweise? Setzen Sie sich. Ja, was soll ich denn damit? Die beiden reden miteinander, sie küssen sich ja nicht mal. Also damit kann ich Herrn Schneider nicht beeindrucken. War leider alles jugendfrei, was da abgelaufen ist. Tut mir leid. Für ein paar läppische Porträtstudien zahle ich Sie aber nicht. Schießen Sie die beiden ab, wenn wirklich was läuft. Am besten auf Video. Vielleicht können wir uns die Mühe aber auch sparen. Und was soll ich jetzt mit einem alten Foto von David McNeil? Das weiß ich leider auch nicht. So, und warum zeigen Sie es mir dann? Tue ich ja gar nicht. Der junge Mann da auf diesem Bild ist nicht David McNeil. Ein Doppelgänger. Nein, es ist Fabian Weiland, der Ehemann Ihrer Schwester. Fabian und David sind dieselbe Person? Nur, dass Fabian Weiland vor einigen Jahren ganz offiziell gestorben ist. Und jetzt ist er wieder von den Toten auferstanden. Als David McNeil. Sowas nennt man dann wohl ein Wunder.